Mieten in der Hochinflation. Jetzt festhalten, was macht eigentlich die Miete oder was passiert eigentlich mit meiner Miete, wenn die Inflation so bleibt, wie sie ist oder auch noch stärker ansteigt. Und hier gibt es einige Studien dazu, wie sich die Miete in diesen Situationen verhält. Die Inflationsrate liegt aktuell im April bei 7,4% und die Verbraucherpreisindex über 35%, der höchste Stand seit 30 Jahren. Alles, was über 2% Inflation ist, fängt man schon an, von einer Hochinflation zu sprechen. Und die EZB unternimmt einfach nichts. Und hier sieht man auch, dass sie scheinbar ihren Fokus verändert hat, denn früher war der Fokus auf die Preisstabilität. Denn wenn sie ihren Fokus nicht verändert hätte, würde die EZB jetzt was gegen die hohen Zinsen bzw. gegen die hohe Inflation tun, aber sie bewegt sich nicht. Also logischerweise hat sich die Strategie der EZB verändert von einer oder beziehungsweise von einer Geldwertstabilität hin scheinbar, dass sie ein Teilnehmer im politischen Umfeld geworden ist. Denn sonst würde sie ja was tun, wenn sich ihre Strategie nicht verändert hat. Und jetzt musst du natürlich selber die Frage stellen, die EZB ist in einer folgenden Situation. Du selber, das kann man ganz gut stellvertretend erklären, hast dir voll flexibel für 0,5% Zins ein überteuertes Eigenheim geleistet. Du hast also richtig Gas gegeben. Und jetzt sitzt du quasi selber auch am gleichen Hebel und müsstest dir quasi deine Zinsen erhöhen. Das heißt, logischerweise würdest du dir selber dann deinen eigenen finanziellen Spielraum einschränken. Dabei hast du viele Versprechen gemacht. Du wolltest eigentlich dein Haus grün anstreichen, du wolltest neue Waffen kaufen, du wolltest viel in Immigrationspolitik investieren, du hattest ganz viele tolle Ideen, wie du dein Haus eigentlich umbauen wolltest, und nun hast du ein folgendes Problem: Die Inflation steigt unaufhörlich und eigentlich ja müsstest du jetzt was dagegen tun, indem du die Zinsen erhöhst, aber du tust es einfach nicht. Und jetzt stellt sich unsere Frage, was passiert denn in genau dieser Situation mit unseren Mieten? Welche Erwartung, was müssen wir als Mieter, aber im Prinzip, und wir sind ja alle Mieter, auch wenn du Vermieter bist, bist du irgendwo Mieter oder Eigenheimbesitzer. Was ist jetzt eigentlich zu erwarten? Was wird in dieser Situation mit unserer Miete passieren? Das ist die Frage. Und dazu gibt es Studien und andere Leute, die sich damit schon beschäftigt haben, und zwar aus der Vergangenheit heraus. Und jetzt stellt sich die Frage, was können wir eigentlich aus der Vergangenheit über ähnliche Phasen lernen, was uns in der Zukunft eine klare Aussage gibt, was wir von unseren Mieten und der Mietentwicklung zu erwarten haben. Die Frage, die sich also stellt, ist, wie wirken sich hohe Inflationszahlen auf unsere Mietentwicklung aus, und die Analyse hierzu ist vielschichtig. Auf der einen Seite, und das kann man aus der Historie lernen, wenn es einen Preisanstieg gibt, also eine erhöhte Inflation bei guter Konjunkturlage, dann verbindet sich damit in der Regel auch ein Beschäftigungsaufbau, der Flächenbedarf der Unternehmen steigt, und das wirkt sich in einem gewissen Maße positiv auf die Angebotsmieten aus, aber auch der Vermietungsmarkt durch einen Anstieg der Gehälter entwickelt sich positiv. Dementsprechend steigen die Mieten mit dem Inflationsniveau, aber durch eine Beschäftigungssteigerung, durch einen höheren Flächenbedarf haben wir im Prinzip kein großartiges Problem damit. Natürlich ist Inflation immer ein Problem, denn es ist eine Art Zusatzsteuer, man klaut uns hier was. Aber wenn das Gehalt höher steigt oder im gleichen Maße steigt wie im Prinzip die Inflation, dann, wenn sich die Mieten entsprechend dann der Inflation mitentwickeln, ist es für uns eigentlich eher eine neutrale Situation, also keine Situation, die unseren Lebensstandard in irgendeiner Art und Weise einschränkt. Die aktuelle Situation sieht aber völlig anders aus. Die Wirtschaft entwickelt sich nicht gerade florierend, es ist eher der Gegenteil. Das Gegenteil ist eher der Fall. Wir befinden uns in einer Art All-Asset-Blase. Und
diese All-Asset-Blase, der wird langsam quasi, wie man es in den Worten der Fed aussprechen will, die bereiten sich auf eine Art Soft Landing vor, die fangen an, sukzessive die Zinsen zu steigern und im Prinzip aus dieser All-Asset-Blase etwas die Luft zu entlassen. Die Frage ist an dieser Stelle, gelingt es der Fed ein Soft Landing, ein sogenanntes? Ich bin gespannt, weil normalerweise, wenn man versucht langsam aus einem Luftballon die Luft entweichen zu lassen, dann wirkt das nicht sehr langsam. Entsprechend sehen wir auch gerade krasse Veränderungen am Kryptomarkt. Wir sehen auch, wie die Börse, gerade auch die Tech-Unternehmen auf diese Zinsänderungen agieren. Wir merken auch schon erste Veränderungen am Immobilienmarkt, dass weniger Transaktionen stattfinden, dass auf der einen Seite die Vermieter noch Mondpreise, die Verkäufer noch Mondpreise verlangen, aber aufgrund der steigenden Zinsen viele Käufer überfordert sind mit den neuen Kaufpreisen. Also hier merkt man, verändert sich einiges. Aber ja gut, derjenige, der meinen Kanal schon länger verfolgt, ist natürlich hier gut aufgestellt und sollte sich immer noch über eine sehr gute Performance freuen, denn solange der Cashflow positiv ist, müssen wir uns nicht so große Sorgen machen. Aber ja, der Staat beginnt natürlich auch hier wird zunehmend zum Risikofaktor durch die eigene hauswirtschaftliche Politik, durch die Hauspolitik, durch die EZB-Politik, einmal für Leib, natürlich durch die C-Politik, aber auch für unseren Lebensstandard, durch die Inflation, aber auch durch die Maßnahmen, die man gegen die Klimaerwärmung getroffen hat, die eher wie verschiedene Einzellösungen wirken, aber nicht so, als hätte jemand ein Gesamtkonzept. Aber der Staat ist auch zunehmend ein Risiko für unser Vermögen. Deshalb packen natürlich auch immer mehr Menschen den Koffer und wandern in Länder, die weniger überreglementiert ist, die mehr freiheitlich sind, die im Prinzip weniger Steuern verlangen. Ich meine, in Ländern, wo man mittlerweile bei Steuerquoten von 50-60% nimmt, könnte man sogar straff behaupten, dass da so manche Mafia wahrscheinlich niedrigere Abgabenquoten hat als manche Staatssysteme und die Leute beginnen halt im Prinzip sich neue Systeme zu suchen, sich bessere Märkte zu suchen, indem sie besser ihre Leistung entfalten können. Das ist ganz klar. Aber nun zurück natürlich zur aktuellen Frage, welche Auswirkungen hat die Inflation auf die Mieten auch in der historischen Betrachtung? Hier habe ich eine wunderbare Grafik dazu, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Die ist von der Real ES AG Gesellschaft für Immobilien und Asset Management, habe ich die gefunden. Natürlich habe ich die Quelle auch unten verlinkt, wie sich das gehört. Und aus der Analyse historischer Daten zeigt sich ganz klar ein Anstieg der realen Mieten in Hochinflationsphasen. Die realen Wohnungsmieten sind in der Hochinflationsphase 91-92 aggregiert um 11% angestiegen und haben sich in der zweiten Hochinflationsphase 2007 und 2008, wie man in der kleinen Grafik sieht, seitwärts entwickelt. Hier setzt das starke reale Mietwachstum überraschenderweise erst mit dem Beginn der Finanzkrise ab dem Jahr 2009 an. Ergibt sich also der Preisanstieg aus der guten Konjunkturlage, geht damit in der Regel auch ein Beschäftigungsaufbau und damit auch ein hoher Flächenbedarf einher. Dies dürfte sich dann auch positiv auf die Angebotsmärkten im Vermietungsmarkt auswirken. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie das Ganze in Zeiten einer Stagflation aussieht. Hier habe ich mir einige Punkte aufgeschrieben. In Zeiten einer Stagflation, also in einem wirtschaftlichen Abschwung, in Kombination mit einer Inflation und jetzt auch in Kombination mit einem marktorientierten Zinsanstieg, denn der Zinsanstieg gerade auch in der Baufinanzierung, der wurde nicht von der Europäischen Zentralbank initiiert, sondern er wird auf lokaler Basis mittlerweile von den Banken initiiert, weil sie langfristig finanziert ja irgendwo auch den Inflationsanstieg in ihren Kalkulationen berücksichtigen müssen, führt, und das wird man merken, zu einem Rückgang im Neubausektor, denn aufgrund der steigenden Preise für Materialien, für Personal und natürlich auch Zinsanstieg, das heißt, die Finanzierung von Immobilien wird immer teurer, ist zu erwarten, dass der Neubausektor im ersten Schritt mal einbrechen wird. Zweitens dürfte es auch zu einer weiteren Verknappung führen des
Immobilienangebot, wenn natürlich kein Neubau mehr stattfindet, mit weiteren Mietpreissteigerungen ist hier einfach zu erwarten. Denn wenn sich das Angebot an Neubauwohnungen verknappt, viele Mieter oder auch vielleicht selber die Eigenheimer werden wollen, überhaupt nicht mehr zum Zug kommen, weil es überhaupt kein Angebot gibt, dann ja, werden diese Kandidaten, um natürlich einen höheren Wohnkomfort haben, sich vielleicht auch für größere Wohnungen wieder entscheiden, werden mehr Miete einbringen, um im Prinzip, ja, weil sie ja nicht kaufen können, sie kommen da nicht zum Zug, um ähnlichen Wohnkomfort zu haben. Die Menschen, die in der Vergangenheit günstigen Wohnraum ergattern konnten, gehören natürlich zu den Gewinnern, weil natürlich Mietsteigerungen in Deutschland auch gedrosselt sind. Also alle 3 Jahre maximal 15 oder 20%, je nachdem, wo du wohnst, also pro Jahr 5%. Was könnte hingegen dagegen spielen? Also die Mietpreisentwicklung drosseln. Klar, aufgrund der Rezession verlieren vielleicht einige Menschen ihre Arbeitsplätze. Damit könnte sich ein Fokus auch verändern zu kleineren Wohnungen, also auf der einen Seite vielleicht größere Wohnungen, auf der anderen Seite kleinere Wohnungen, aber natürlich auch mehr Wettbewerb um die kleineren Wohnungen, dadurch dürfen wieder die Preise steigen. Im Ergebnis dürfte das Ganze zu einem Wohlstandsverlust der Bürger führen. Das heißt, man muss entweder mehr Geld fürs Wohnen ausgeben oder deine Wohnfläche verkleinert sich. Aber in beiden Fällen verlierst du im Prinzip mehr von dem, was du monatlich verdienst. Denn du musst von dem, was du monatlich verdienst, dann wahrscheinlich mehr ausgeben für einfaches Wohnen. Darüber hinaus, was habe ich noch? Ja, beinhalten natürlich auch viele Mietverträge, sogenannte Indexmieten, das heißt, die werden sich immer an der Inflation ankoppeln. Das sind natürlich Mietverträge, die zurzeit für den Mieter nicht sehr wohlig sind, denn hier kann natürlich die Inflation 1:1 auf den Mieter übertragen werden. Ja, grundsätzlich, wenn keine Staffelmieten vereinbart worden sind, ja, ist hier also das Inflationsrisiko gekappt. Ich würde mal sagen, im arithmetischen Mittel auf 5% pro Jahr oder knapp 7% pro Jahr, je nachdem, in welcher Stadt du bist. Das ist also eine gewisse Inflationsbremse für die Mieter, aber auch 5% pro Jahr ist ja schon eine Menge. Ein viel größeres Problem sehe ich in den Betriebskosten. Die könnten wir extrem krass zu spüren bekommen wir auch im Prinzip extrem krass zu spüren, denn da schlagen natürlich die staatlichen Dienstleistungen zu Buche, also unser Energieumbau, aber auch alles, was der Staat als Dienstleistung hier im Angebot hat, denn die Betriebskosten sind ja fast zu 100%, sage ich jetzt mal, so irgendwo auch staatlich organisiert, staatlich diktiert, staatlich vorgeschrieben. Ich meine, welcher Einfluss haben wir als Vermieter auf jetzt die Höhe der Kilowattstunde? Ja, wir können natürlich den Verbrauch ein bisschen drosseln, aber das würde natürlich zu höheren Investitionen führen in Fenster, in neue Heizungen und all die Sachen sind extrem teuer, aber das könnten wir natürlich wiederum umlegen auf den Mieter, was wieder zur Mietsteigerung führt. Das heißt, hier ist man irgendwie auch in einer gewissen Art in einer Zwickmühle. Wenn jetzt natürlich noch im Oktober die Anstieg der Mindestlöhne um 25% kommt, könnte das auch nochmal voll auf die Mieten durchschlagen, denn dann wird der Hausmeisterdienst, der Reinigungsdienst, der Winterdienst, also alle, ich sage mal, so einfachen Dienstleistungen rund um das Thema Mieten, also Betriebskosten im Prinzip sich nochmal erhöhen. Das könnte krasse Auswirkungen haben, nochmal auf die Miethöhe. Und ja, deswegen ist auch zu erwarten, dass gerade die Vorauszahlungen wahrscheinlich jetzt Mitte des Jahres, wenn die ersten Nebenkostenabrechnungen vom letzten Jahr kommt und wahrscheinlich noch extremer Mitte nächstes Jahres sich extrem erhöhen. Also das viel höhere Risiko liegt im Prinzip in den Betriebskosten und Betriebskostenvorauszahlungen, die im Prinzip der Staat durch seine hohen Ineffizienzen und natürlich auch durch die politische Gestaltung letztendlich zu verantworten hat. Fazit: Klar, gibt es quasi leichte Inflation, gerade mit einem Wirtschaftswachstum, dann tut uns das Ganze nicht weh. Gibt es aber eine Hochinflation, die wir gerade haben, dann führt das auf der einen Seite erstmal zur Zwangsenteignung über die Hochinflation, aber auf der anderen Seite wird uns auch noch mehr abverlangt von unserem Lohn im Prinzip für das Thema Wohnen. Und das ist es im Prinzip, was wir aktuell alle zu erwarten haben. Das heißt im Klartext, der Lebensstandard wird sinken. Zum Abschluss an dieser Stelle noch mal ein Auszug hier aus dem Handelsblatt. Hier wird klar gesagt, das Handelsblatt spricht vom starken Rückgang des Neubausektors.
Also hier sieht man ganz klar, was zu erwarten ist in diesem Bereich. Welche Wege man momentan geht, gerade in dieser Phase, werde ich dir natürlich in den nächsten Videos wieder 1:1 verraten, welche Wege ich gehe, welche Möglichkeiten ich sehe, momentan gutes Geld zu verdienen, welche Möglichkeiten ich auch sehe, sich vielleicht vor den Mietpreisen ein bisschen wegzuducken, aber auch welchen Weg man als Investor gehen kann. Denn ja, die Politik wird natürlich zunehmend übergriffiger, das ist ja auch zu erwarten. Und auch wenn wir vielleicht sogar in einem Abschwung sind, einer Rezession, aber die Politik alle ihre Wahlversprechen einhalten möchte, sie den Umbau weiterführt zu einem grüneren Deutschland, dann ist das natürlich mit höheren Kosten verbunden, die irgendeiner zahlen muss. Und da macht es natürlich auch als Investor Sinn, sich die Frage zu stellen, kann ich dann in Zukunft auch noch diese Renditen erwarten, die ich eigentlich brauche, um überhaupt investieren zu können? Oder macht es in dieser Phase nicht vielleicht auch Sinn, mal neue Märkte für dich zu erschließen? Was ich letztens gemacht habe, ist ja den Mietmarkt, den Investorenmarkt, aber auch den Eigenheimmarkt Nordzypern zu erschließen. Habe dort Investorengruppen organisiert, weil wir waren dort in einer sehr frühen Phase unterwegs, wo wir sehr günstig und gut investieren konnten. Jetzt explodieren leider auch die Preise in Nordzypern. Deswegen werde ich jetzt auch keine weiteren Nordzypern-Reisen erstmal anbieten und erstmal selber auf der Seitenlinie den Markt beobachten. Denn ich möchte natürlich nichts anbieten, wo ihr als meine Follower keinen Vorteil davon habt. Das macht überhaupt keinen Spaß. Sondern meine Idee ist jetzt, oder ich halte jetzt gerade Umschau nach neuen Investitionsmöglichkeiten, wo wir wieder gut auf den Zug aufspringen können, wo wir gutes Geld letztendlich erwirtschaften können. Und zurzeit bin ich dabei, mir Dubai mal anzuschauen, weil Dubai hat natürlich auch Vorteile. In Nordzypern haben einige moniert, hey Flo, ja, ist ja schön dort zu investieren, aber die Löhne sind natürlich sehr niedrig in Nordzypern und das stimmt. Und zum lokalen Löhnen möchte man natürlich als Europäer nicht arbeiten in Nordzypern, weil der Durchschnittslohn liegt bei um die 500 €, sondern viele müssen natürlich auch noch arbeiten, um investieren zu können. Und deswegen gucke ich mich gerade nach Märkten um, wo man selber auch vor Ort gutes Geld verdienen kann. Und da finde ich Dubai zurzeit total spannend, weil das ist natürlich der Markt, wo alle Hustler sind, Leistungsträger sind, wo man natürlich auch steuerlich extrem bevorzugt wird, wenn man Gas geben will. Und deswegen bin ich jetzt gerade dabei, mir Dubai so als Markt mal so ein bisschen zu erschließen, den Markt zu verstehen. Und wie mache ich das natürlich? Wie immer, ich werde zuerst mal selber investieren, um mal zu gucken, wie geht denn das Ganze dort. Und ich werde euch auf diese Reise mitnehmen natürlich, dass ihr seht, welche Vorteile sehe ich dort, welche Nachteile sehe ich dort. Aber ein Riesenvorteil ist natürlich, dass Dubai aufgrund der letzten Immobilienkrise extrem Luft aus dem Ballon gelassen hat. Dubai ist ein bisschen im aufsteigenden Trend und du kannst dort vor Ort mit guter Qualifikation natürlich auch arbeiten und steuerfrei dein Gehalt einsacken. Und so hast du natürlich die Möglichkeit, wesentlich einfacher Gehalt, also Vermögen aufzubauen, als jetzt in Ländern, wo du nicht vor Ort arbeiten kannst. In Nordzypern musst du ja immer deinen Job mitbringen, remote, oder Vermögen mitbringen, um dort leben und investieren zu können. Aber in Dubai sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, mal in Dubai was zu investieren, wieder in eine Ferienwohnung, so wie ich das in Nordzypern gemacht habe, werde euch auf meine Reise mitnehmen. Und wenn ich herausgefunden habe, wie es geht und wie man gutes Geld verdienen kann, dann werde ich auch da wieder wahrscheinlich eine Immobilienreise anbieten, euch natürlich als Investoren mitnehmen. Denn ich bin ganz sicher, alle, die in Nordzypern waren, konnten unheimlich viel für sich mitnehmen oder haben riesen Renditen oder können gute Renditen erzeugen, haben tolle Vermögenszuwächse erlebt. Denn genau das zeichnet natürlich auch den Markt in Nordzypern aus. Er explodiert und ist aber mittlerweile schon auf einem sehr hohen Niveau, wo man sagen muss, wartet man nicht lieber momentan mal ein bisschen ab, wie sich die Preise entwickeln und schaut mal, was es noch so gibt. Und genau das ist jetzt der Plan für die Zukunft, wieder nach neuen, coolen Investmentgelegenheiten zu suchen. Und wenn ich was Gutes finde, dann lade ich euch natürlich ein, ja, von dem, was ich dort erfahren habe, zu partizipieren. Vielleicht mache ich dann auch wieder 1, 2 Dubai-Reisen, wo wir zusammen den Markt erkunden können, mit guten Opportunities, mit coolen Leuten vor Ort. Ich freue mich jedenfalls drauf. Also nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, denn ich erzähle immer ganz ehrlich, wie ich es mache. Und bevor ich es euch erzähle, mache ich es euch vor und zeige euch meine Erfahrungen. Das heißt, ich trage das Risiko und ihr habt danach den Vorteil. Beste Grüße also an dieser Stelle an euch, euer Flo aus Nürnberg.